Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Frau Dr. Barbara Lorenz ein Interview führen, für das ich mich gleich recht herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Mich würde sehr interessieren, ob es eine Zeit in Ihrem Leben gegeben hat, ich denke da zum Beispiel an die 68er-Bewegung oder an 89, die Sie sehr geprägt hat, die Auswirkungen gehabt hat, vielleicht auf Ihr späteres Leben. Ja, also die 68er-Bewegung habe ich noch nicht miterlebt, da war ich noch nicht auf der Welt, aber die 89er, die Revolutionen oder Revolution 1989 habe ich miterlebt und ich habe sie in zweifacher Weise miterlebt. Zum einen in Frankreich als Studentin, die 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution 1989, die in Paris sehr prächtig gefeiert wurde und ich mit einer Studentengruppe dort einige Zeit verbracht habe mit Diskussionen und mit Rückblicken, politischen Diskussionen auf die Aufklärung, auf die Französische Revolution. Also dieses Jubiläum an sich hat mich in meiner studentischen Entwicklung geprägt, das war das eine. In dieser Zeit in Frankreich, in Paris, bin ich aber dann auch mit dem Judentum in Berührung gekommen, habe dort in Paris im ehemaligen Viertel, wo sich Juden angesiedelt haben, im Marais, viel Zeit verbracht, habe dort meinen ersten Synagogenbesuch und auch hier, also einerseits eine prägende Erfahrung in dieser Hinsicht. Zum anderen die Revolution, die stille Revolution, der Fall der Berliner Mauer. Diesen Mauerfall habe ich persönlich zwar nicht miterlebt, aber indirekt durch meine Familie, die in Berlin lebt, oder ein Teil meiner Familie lebt in Berlin. Und ich konnte hier dieses befreiende Erlebnis eigentlich im Familienkreis oder durch die Wahrnehmungen meiner Familie auch miterleben. Und natürlich die Öffnung des Ostens, die ja auf Österreich auch eine starke Auswirkung hatte. Also in mehrfacher Hinsicht war das Jahr 1989 für mich sehr prägend. Haben Sie da in Österreich irgendwie eine Veränderung dann gespürt, wie der Eiserne Vorhang gefallen ist? Ich habe insgesamt damals als Studentin, auch politisch interessierte Studentin, eine Bewegung des Aufschwungs erlebt, das Niederreißen von Mauern, nicht nur der tatsächliche Fall von Mauern, Zäunen, sondern auch den Fall von gedanklichen, geistigen Mauern und Barrieren, Blockaden. Also eine Aufbruchsstimmung in vielfacher Art und Weise, also nicht nur die tatsächliche, das hat sich übertragen. Und 30 Jahre später, jetzt gerade die Gegenbewegung, leider Gottes, zu diesem Mauerfall beziehungsweise die Gegenbewegung, das wiederum Aufreißen und von Grenzen, das Erneuern von Grenzen, das Installieren von Zäunen. Also diese 30 Jahre, die sich jetzt wieder in eine Gegenbewegung verkehrt haben. Und das ist sehr stark spürbar, aber vielleicht können wir dann noch später drauf kommen. Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie zu der Zeit damals gehabt, 1989? Also ich war mitten in meinem Studium. Ich habe Rechtswissenschaften studiert und Sprachen und die Erwartungen, die Hoffnungen waren natürlich als Jurist, als Menschenrechtsaktivistin, kann man sagen, also ich habe mich damals schon sehr interessiert. Die Erwartungen waren jene nach einer offenen Gesellschaft, nach einer freien Gesellschaft, einer toleranten Gesellschaft. Und ich bin zu dieser Zeit und auch später sehr viel gereist und habe auch versucht, Staaten, Rechtsordnungen zu vergleichen,
das Maß an Freiheit, an Demokratie zu vergleichen und konnte da eigentlich auch später in meinen beruflichen Tätigkeiten doch einiges an Erfahrungen mitnehmen aus diesen Vergleichen und auch das hohe, damals für mich gefühlt sehr hohe Niveau an Freiheiten, an Demokratie, an Rechten in Österreich auch schätzen lernen. Wann sind Sie dann, Sie waren ja, haben Sie erzählt, in Frankreich, wann sind Sie dann eigentlich nach Österreich gekommen? Ich war nur den Sommer in Frankreich während dieser Feierlichkeiten. Ich war 2 Monate in Frankreich, aber später auch immer wieder, weil ich in Frankreich auch gearbeitet habe als Reiseleiter, als Führer. Und bin dann aber wieder zurück. Ich habe auch in England einen Sommer verbracht, in Oxford und auch hier studiert, im Sommer die Kultur mitgenommen. Ich bin dann wieder zurück und habe 1992 dann mein Rechtswissenschaftsstudium abgeschlossen und dann verschiedene Positionen in der Wirtschaft bekleidet. Und würden Sie sagen, dass die gesellschaftlichen Veränderungen damals auch Auswirkungen auf Ihre Familie und auf Ihre berufliche Entwicklung gehabt haben? Ich muss vorausschicken, ich komme aus einer Familie, die einen sehr offenen Zugang zum Leben und zu dem anderen, zu dem Fremden immer gehabt hat. Und es wurde auch im Nachgang, also 1989, 90, auch dann im Zuge des EU-Beitritts sehr viel diskutiert in der Familie. Wir haben sehr viele politische Diskussionen geführt innerhalb der Familie, gesellschaftspolitische Diskussionen kritische Diskussionen. Also insofern habe ich die Ostöffnung auch sehr stark reflektierend erlebt, im Studentenkreis diskutierend, aber auch in der Familie. Und natürlich nicht zuletzt durch die Betroffenheit des Mauerfalls meiner Tante in Berlin. Also insofern auch die persönliche Auswirkung, die wir dann auch besprochen haben und aus Erzählungen natürlich. Also haben Sie da vielleicht noch eine Erinnerung, eine spezielle Erinnerung oder einen Moment, eine Situation, von dem Sie kurz berichten können? Nicht von damals, aber ich bin dann später nach Berlin. Ich war damals nicht in Berlin, wie gesagt 89, sondern bin erst viele Jahre später nach Berlin gekommen und bin natürlich zuerst an die Mauer. Das war, wie gesagt, für mich ganz, habe dann die Mauer, die ja jetzt, wie soll man sagen, als Event-Location, als teilweise für Cafés, für Vergnügungsmöglichkeiten die Kulisse bietet. Ich bin zur Mauer gegangen mit Freunden und habe versucht, wie gesagt, die Situation von damals oder das Gefühl von damals nachzuempfinden und die bemalten Stücke und teilweise haben natürlich Mauerteile gefehlt, weil die sind ja dann als Erinnerungsstücke auch wahrscheinlich verkauft worden. Also das war für mich dann schon ein sehr berührendes Erlebnis, also die Mauer zu sehen und die natürlich dann nur mehr als Relikt, als nutzloses, aber ganz starkes Symbol trotzdem noch wahrzunehmen von einer Zeit. Wie würden Sie heute die Zeit von damals beurteilen, wenn Sie Schlüsse darüber ziehen? Hat das jetzt positive Auswirkungen gehabt, viele negative, aus Ihrer persönlichen Sicht? Also, wie gesagt, das Niederreißen oder das Öffnen von Grenzen, von Mauern, das war eine sehr, sehr positive Zeit. Die Demokratisierung der Oststaaten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, eine Aufbruchsstimmung, also rückblickend würde ich das als ganz, ganz positive Zeit sehen. Natürlich, wahrscheinlich gab es auch Schattenseiten, wie man jetzt
bei der Zusammenführung von der beiden geteilten Deutschlands sieht. Herausforderungen wirtschaftlicher Natur, Herausforderungen auch dahingehend, Geisteshaltungen zu durchbrechen, vielleicht eingefahrene Geisteshaltungen nicht nur zu durchbrechen, sondern zu hinterfragen, zu reflektieren. Es bedarf wahrscheinlich noch einiger Zeit, das Deutschland zu vereinen, auch jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Hinblick auf die lange Zeit des Kommunismus und einer völlig anderen Haltung auch zum Leben. Man sieht das jetzt auch, dass der Osten ja ein erstarkendes Aufleben der rechten Bewegung erlebt. Das ist aus meiner Sicht eine sehr bedauerliche Entwicklung. Weil ich könnte mir das vorstellen, die Bevölkerung sich als Verlierer sieht, als gegenüber dem Westen benachteiligt und hier noch eine Diskrepanz sieht zwischen dem Wohlstand im Westen und Maßnahmen im ehemaligen Osten. Also das ist deutlich vielleicht ein Grund für das Erstarken dieser rechtspopulistischen Parteien jetzt. Und was sagen Sie jetzt speziell zu den populistischen Bewegungen in Österreich? Ja, ich sehe das mit großer Besorgnis überhaupt. Die Tendenz in ganz Europa, das Erstarken der rechtspopulistischen Parteien, ob das jetzt in Frankreich ist mit Marine Le Pen oder mit Matteo Salvini in Italien, das Erstarken dieser Populisten lässt die Gesellschaft zum einen sich spalten bzw. weiter auseinanderdriften. Diese Populisten erfahren einen Zulauf aufgrund ihrer ganz einfachen und Antworten des Schwarz-Weiß-Denkens. Also für mich ist es äußerst besorgniserregend im Hinblick auch auf die Tatsache, dass Europa mit Migrationsbewegungen konfrontiert ist, aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten. Und die Haltung gegenüber dem Fremden, die der Populismus propagiert, ist natürlich höchst problematisch bis aus meiner Sicht völlig abzulehnen. Also das ist ein nicht mehr latenter Fremdenhass, eine Fremdenfeindlichkeit, sondern auch natürlich ein Antisemitismus, der sich in der Sprache manifestiert, die schon nicht mehr nur mehr latent ist, sondern tatsächlich in Ausdrucksweisen, die höchst abzulehnen sind. Und ich sehe das als Gefahr für demokratische Verfassungen, obwohl ich immer der Meinung war, dass eine Demokratie ganz verschiedene, auch sehr ausgefallene Meinungen vertragen muss. Sehe ich es jetzt in letzter Zeit, muss ich sagen, schon als bedrohlich an für demokratische Staaten. Es ist auch nicht zuletzt dahingehend, dass diese Parteien auch in ihrer Postenbesetzung oder personellen Besetzungen auch Gerichte unter Anführungszeichen neu zusammensetzen, dass sozusagen auch Höchstgerichte, die eigentlich so der Wahrer der demokratischen Werte sind, also der Gerichtsbarkeit, auch bestimmte Tendenzen schon zeigen. Es ist leider auch in Österreich so und das bereitet mir als Juristen große eigentlich Besorgnis. Die Zusammensetzung der Höchstgerichte, also seitdem rechte Parteien in Österreich verstärkt Regierungsverantwortung gehabt haben in der Vergangenheit, wurden Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof personell neu besetzt.
Und das sind wirklich Instanzen, Entscheidungsgerichte, die die Judikatur in Österreich federführend und als letzte Instanz prägen. Also insofern, ja, die populistische Bewegung oder der Populismus in Österreich den halte ich für eine zunehmende Bedrohung der Demokratie. Was würden Sie sich für Österreich wünschen? Ja, ein Erstarken einer kritischen Bewegung, einer Bürgerbewegung, die kritisch an die gesellschaftspolitischen Probleme herangeht, ein Zurückdrängen dieser rechten Parteien durch kritischere Haltungen innerhalb der Bevölkerung, durch mehr Bürgerbewegungen. Da muss ich mich auch selber, also das ist etwas, wo ich auch in Zukunft mitwirken möchte, an friedlichen Demonstrationen, an Bewegungen, Teil einer Bewegung zu sein, bürgerlich, ob man das jetzt als linke Bewegungen, ich würde das gar nicht sagen, sondern kritisch denkende Menschen, die einfach die Vorgänge um sich herum hinterfragen. Das sollen wirklich Menschen sein, quer durch alle Altersstufen, quer durch Gesellschaftsschichten. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr utopisch gedacht, aber ich würde mir auch wünschen, dass Studenten auch kritischer in die Öffentlichkeit gehen würden, noch mehr als tun viele, die Situation und die Stimmung in Österreich wahrnehmen und auch die Sprache, den öffentlichen Diskurs, der klingt vielleicht sehr pessimistisch, aber doch in eine sehr eindimensionale Weise und sehr vereinfachende Weise und teilweise nicht geht, dass die sich verstärkt mit diesen Dingen auseinandersetzen und kritisch reflektieren und ihre Meinung auch kundtun. Also Fridays for Future, ja, für Österreich und auch für andere Themen, nicht nur für das Thema des Klimawandels, das ohne Zweifel ein ganz, ganz wichtiges ist. Das wäre mein Wunsch. Aber ich glaube, man kann auch selber bei sich, oder man sollte selber bei sich anfangen und dort tätig werden. Welche Wünsche hätten Sie auch für Europa und die EU im Gesamten? Gibt es da auch irgendwelche Wünsche oder Vorstellungen, Utopien? Ja, die Utopie, als Utopie würde ich es vielleicht jetzt nicht, sondern zum einen ein Zurückdrängen der derzeitigen Haltung gegenüber Fremden. Das ist ein Bereich, der mich auch sehr beschäftigt, der Zugang oder die Haltung dem Fremden gegenüber. Ich verspüre ganz stark, dass es eine Polarisierung gibt, wir als gut, das andere, was auch immer als anders jetzt definiert ist, das Fremde als schlecht. Also diese Dichotomie muss, die natürlich politisch gut verwertbar ist, sollte man überwinden. Dahingehend auch für Europa, also Parteien erstarken zu lassen, die diese Haltungen ablehnen. Das würde ich mir wünschen für eine Zusammensetzung eines Europäischen Parlaments, eine tolerante, eine offene Haltung keine unkritisch, aber eine offene Haltung dem Fremden gegenüber und nicht eine Betonung von unter Anführungszeichen Werten wie Heimat, Treue, was auch immer das ist, oft sehr falsch verstanden, sondern eine offene, tolerante Gesellschaft, die sich der Grundrechte, der Freiheitsrechte bewusst ist,
die ja, wenn wir den Bogen zurückspannen, 1789 grundgelegt wurden oder vielleicht sicherlich auch schon früher, aber auch versteht, dass diese demokratischen Grundrechte, auch wenn sie vielfach verankert sind, nicht selbstverständlich sind und auch unter Umständen sehr fragil sind. Also sie sind nicht so gesichert, wie man glauben möchte und so selbstverständlich, wie man glauben möchte. Das ist etwas, das ist vielleicht meine Utopie, aber hier wirklich vorsichtig zu sein und genauer hinzuhören, wenn man diese Grundrechte auch nur im Mindesten, und das passiert schon, angreift oder antasten möchte. Und vielleicht der Ausspruch, dass das Recht der Politik folgen soll, war für mich eine wirklich beängstigende Vorstellung von einer Geisteshaltung, die ja genau dem entgegengesetzt ist, was ich mir für Europa wünsche. Bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön. sehr gerne.